Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und ich hatte ja in der letzten Reaction war das, glaube ich, oder irgendwann davor irgendwann mal gesagt: „Jo, diesen Sonntag gibt's, Oldschool." Und ja, jetzt sind wir hier, White Styles 2025 DEFCON. Hoffentlich kann ich's hochladen, das ist die nächste Sache, aber ja, eigentlich wollte ich auf irgendwas Älteres reacten, irgendwie Headhunter, White Styles früher oder, aber dann habe ich mir gedacht: „Gut, vielleicht holt mich das auch 'n bisschen mehr ab." Deswegen gehen wir einfach direkt rein. White Styles. Let's go. Holy shit. Also, dass die Dinger auspacken, die hatten die schon mal in irgendeinem anderen Jahr, das weiß ich zu 100%, wenn nicht sogar in mehreren anderen Jahren. Aber das Ding in der Mitte sieht ja mega geil aus. Boah, das wird ja so geil. This ancient power feeds on divine frequencies. Embrace the sound of a true creator. Wild Styles. Bro, das ist aber auch verrückt, ne? Mit dem ersten Track gleich so 'n Banger spielen zu können. Boah, ich bin so gespannt, ne? Also, wir kriegen ja jetzt schon so 'ne geile, aber au also, so 'ne schöne Lichtershow, ne? Alleine wie dieses Licht hier die ganze Zeit steht, sieht schon mega nice aus. Aber dann diese Laser zwischendurch und so. Finde halt, grade wenn man so diesen ganzen New School sieht, ist so dieses: „Okay, gut, ne, Laser kommt halt um Weiten geiler." So mit diesen härteren Kicks, sage ich jetzt mal. Deswegen ist man dann bei diesen Oldschool-Sachen einfach so: „Hm, komisch." Weiß ich nicht, ob das jetzt das super ist, aber ich glaube, wenn du dich darauf einlässt, kann das richtig geil werden. Und das tun wir auf jeden Fall. Also, ich hoffe wirklich, wir sehen viel von der Crowd, weil wenn ich jetzt schon unten auf die Crowd gucke, wie die am Tanzen sind. Also bitte, also bitte. Yes! The Master has returned to us! Gott sei Dank macht der Mann noch, ey. Ich liebe es. Ich lieb's. Insane structures. Holy shit. Overpowering creatures. Technological elements.
Ach, das ist so Konfetti, ich wollte grad sagen. Ah, das sieht auch mega geil aus, ne? Wenn das so runterkommt, das blaue Licht, was da drüber schallert. Hier diese blauen Lichter oder jetzt natürlich andere Lichter. Aber boah. Das ist so 'n Augenschmaus, ne? Trashed surroundings and absurd features. This is a world not seen before. A world only existing in books and tales. A world where the insane have the truth. A place of freaks and a kingdom of maniacs. This is the world we know best. The world of madness. DEFCON, we don't have to ask you. Oh, Gänsehaut, ey. The legend has returned to us Oh, to ignite geil, the war. ey. Junge, da hast du schon so Bock drauf, wenn das so anfängt, ne? Aber für mich stellt sich immer noch die Frage: Wie kann's sein, dass 'n White Styles auf der Blue auflegt? Das checke ich einfach nicht so, ne? Wir haben Headhunters oft auf der Blue, wir haben White Styles auf der Blue oft auf der Blue. Ich glaube, dieses Jahr Vertile, der war auch auf der Blue. Das verstehe ich nicht so ganz. Ist es vielleicht einfach wirklich dieses Aufteilungsmäßige, aber was ja auch keinen Sinn macht, weil auf der Mainstage und Blue hast du ja gefühlt so dieses Gleiche, ne? Also du hast den New School Hardstyle, den Old School Hardstyle. Es wird ja so krass durchgemischt. Und das finde ich so 'n bisschen schade. Weil ab und zu denke ich mir so, White Styles ist so 'ne Legende. Vertile hat das Ganze er hat die Anthem gemacht. Heißt, er muss ja auch in dem Jahr, verdammt groß sein, sage ich mal so, ne? Oder ist ja voll, im Hype. Macht es dann nicht mehr Sinn, die auf, Red zu stecken? Oder ist es einfach, dass die Künstler das unter sich sagen oder so? Das checke ich manchmal nicht, weil ich mir dann so denke: „Hm, jetzt so auf der Red? Würde ich auch fühlen." Your spirit, DEFCON 1. Give it up for DJ Wallstall. Hm. Junge. Was 'ne crazy Party, die da jetzt schon abreißen, ne, die Crowd. Junge, aber man muss ja auch sagen, White Styles erste 5 Minuten, der gibt so 'n Tempo an, wo du einfach so viel Spaß hast. Sieht das geil aus, ey. I think you guys are warmed up already, right? This time it's now or never. We will not last forever. Stories told, legends die, living dreams.
sky. We're soaring high together. I'd rather try to like a caress when you're whispering. Grab new music for your listening pleasure. Da muss ich halt immer wieder sagen, es ist immer wieder das Gleiche, ne? Du gehst bei einem Whitesize rein, du gehst bei den Atmospheres rein und bei den Headhunters. Und ich würd da stehen und ich könnte irgendwann, glaube ich, gar nicht tanzen, einfach weil ich so in eine Feelings knall. A leap of faith for you. Like a caress when you're whispering. Defcon, if you're ready for some brand new wild music, make some fucking noise! There we go, baby. Only smiling faces in the house. Brand new music. Projects. Warte mal, das steht hier jetzt erst. Project One, neue Musik. Also haben wir einen neuen, haben wir einen neuen Song von Wildstyle und Headhunters. Ach du Scheiße, die Welt ist ja wirklich am Heilen, ey, leckt mich am Arsch. Saying it's now or never. Boah, ey. Palms of their hands. Man muss ja wirklich sagen, ne, ihr seht's ja jetzt gerade nicht, aber die hier unten sieht man ja kurz oder ein bisschen, dass so diese Helligkeit reinkommt, ne? Natürlich muss es ja auch ein bisschen Luft zirkulieren und. Aber es sind zwar nur so 4 Dinger, ne, damit ihr das eben seht, es sind zwar nur diese 4 Dinger, die man sieht, aber ich finde es halt so krass, wie das so einen krassen Einfluss hat auf diese geile Dingens hier. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich mich einfach oder schnell ablenken lasse. Aber es sieht alles so fucking geil aus, aber dann kommt dieses Helle hier. Das macht mich ein bisschen fertig, ey. A thick, white beam of light smashes a disco ball into 1,000 pretty pieces. Oh, das sieht so crazy gut aus, ey. Tonight, sweat. Boah, Hammer. A 1,000 bouncing souls packed into the moment. The heavy sky splits open. Time floats frozen. Tonight, the stars ignite like fireflies. Tonight is burning a hole in the sky. Defcon 1. Tonight is 2 beaming. hands up in the air. Junge. And put those hands together. So muss ein fucking Auftritt aussehen. Genau so. This is where legends rise. Wall stars.
tonight. Oh, Junge. Hands down. Ich sag, das sind die geilsten Kicks, die Hardstyle hatte und je haben wird. Also die hauen mich zurück in der Zeit, einfach weil die so geil klingen, aber auch gleichzeitig wieder genau in den Moment rein, weil sie so geil klingen und man so einen geilen Rhythmus dadurch hat, ne? Und dass es wirklich so 'n geilen Sound hat, weil es so 'n geilen Sound hat. Bro, 5-mal die Zunge gebrochen jetzt grad. Aber dieses Licht auch jetzt grade, Hilfe. Wie geil sah das aus hier mit diesen, ne, wechselnden Aufleuchten. Voll cool. A candle looking for the light, another broken paradise. If only I could live another day. I'm longing for a sense of time, just a little peace of mind, holding on to every little thing. But I'm so high, I feel so high, but I'm so high, I feel so high. It's haunting me. Put it together. You know who you are. You and I, we no strangers from Ich the finde das halt so geil zu sehen, ne, wenn du wenn du 'n Set hast, ne, mit 'nem älteren DJ einfach, weil du einfach genau weißt, okay, die Crowd wird dazu abgehen und die Crowd weiß genau, was als Nächstes passiert. Natürlich hast du das bei den neueren auch, aber so bei diesen Legenden Rewild-Styles ist einfach so dieses du siehst einfach, wie die Hände schon hochgehen, bevor irgendwas gesagt wird oder so, weil alle wissen, okay, jetzt wird geklatscht. Und ich lieb's einfach, ne, dass die Crowd so mitgeht. right. For the next 4 days, this is all yours. Junge, einfach ein schwarzes Loch geführt. Das sieht With every bone in your body. And have the best fucking weekend of your life. It's haunting me. And don't let anybody take it away from you. I feel so high. It's all yours. It's haunting me. ey, mal ganz ehrlich, ne? Also mit diesen Hieroglyphen-Dingern, es sieht schon ganze Zeit cool aus. Aber das hier in der Mitte, das ist so schwarzes Loch mäßig, was auch immer ist.
holt mich das ab, ey. These are the new mystics, the new misfits. Truth on their lips, like they just kissed it. Eyes open wide, so they don't miss it. The future is wild, and our style is running it, 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 running it. Our style is running it. Our style is running it. Muss ehrlich sagen, ne, hier sieht man aber auch, es reicht, wenn du wenn du die Strahler hin und her bewegst, ne? Es muss nicht dieses krasse, okay, es muss irgendwie was damit geformt werden, wie wir es jetzt hier vorne haben, was natürlich mega geil aussieht, ne, wenn es dann zusammenschlägt, so eine Rundung bildet oder was auch immer. Sondern einfach dieses Hin und Her. Ich finde, das gibt so ein geiles Feeling nochmal extra. Jumping of drums, driven by bass kicks. Watching the sunset. Burn down the matrix. Ja, das sind auch Sounds, die da eingebaut wurden damals, so wie heute. Das kannst du keinem erzählen. Auf diese Idee zu kommen, ne? Diesen Sound hier einzubauen. Bro, also, warte. Burn down the matrix. Den. Bro, das ist aber so fucking geil, ne? Our style is running it. These are the new mystics, the new misfits. Truth on their lips, like they just kissed it. Eyes open wide, so they don't miss it. The future is wild, And our style is running this. I cannot hear you. That's my warriors. Our style is running it. Junge, wie wunderschön das einfach aussieht, Mann. I know you're feeling this like we are feeling this. So much power, so much energy, waiting to unleash. Es wird aber auch immer geiler, ne? Junge, dann kommt die Crowd auf einmal wieder, ist am Mittanzen, ist am Rumschreien. Gefühlt sind die ja sowieso ganze Zeit am Mitsingen. Dann diese Lichterkulisse, ey, es sieht die ganze Zeit so unfassbar schön aus, ne? Right here. Our style is running it. And again. Our style is running it. Holy shit, ey.
Das ist auch so geil, ne? Es ist so, ich liebe ja Wildside und ich habe ja auch schon ein bisschen Musik von dem Mann gehört, aber es gibt trotzdem so viele geile Lieder, die du noch nicht aufm Schirm hast oder die ich nicht aufm Schirm habe. Und dann noch diese Banger, die irgendwie untergehen, weil ich einfach zu viel Musik in dem Sinne höre, aber auch die ganzen neuen Sachen ja höre. Somit ist es dann schwierig, irgendwo, ne, die alles durchzuhören. Dann müsste ich jeden Tag 1000 Stunden Musik hören. Ähm, aber ist dann halt immer wieder geil, ne, wenn dann solche Banger dann halt wieder auftauchen. Ey, das ist Hammer. Legends that make me lose my mind. I was born to raid the weekend from Thursday night till Sunday evening. Wreck my eardrums, sound gets rough. Tell everybody to fuck off, fuck off. Krass, ey. Junge, wie die am Feiern sind, ey. Raid the weekend from Thursday night till Sunday evening. Wreck my eardrums, sound gets rough. Tell everybody to fuck off, fuck off. Incredible. That's what you are. Come on. Und das ist ja auch immer noch mal die Sache, ne? Man findet das ja schon extrem geil, wunderschön. Also, Bro, du kannst das fast gar nicht beschreiben, gerade so, ne, dieser Blau- und Liederton. Hilfe. Aber wenn man dann hier hinten guckt, was die für geile Kreise ziehen und so, wie cool das eigentlich generell noch mal extra aussieht. Das kannst du keinem erzählen eigentlich. Here we go again, right? You know what you gotta do. I love this, I love this, I love this. Me too, me too, me too. What is up next? Junge, jetzt bin ich so gespannt auf diese Lichtershow, ne? Das fängt schon wieder an. Guckt euch an, wie der Mann lächeln muss, weil die da wieder voll durchdrehen. Guckt euch das an. So geil. Oh, cool. Ist das geile Mucke, ey. Junge, was ist das für ein Bild, Mann?
muss halt ehrlich sagen, ne, ich muss ehrlich sagen, das ist halt der Shit, der mich total abholt, ne? Also total. Ist diese geilen Melodien, die ganze Zeit da kommen. Bei Wildside ja sowieso, ne? Du hast ganze Zeit so geile Melodien, du kannst so geil viben, aber auf der anderen Seite kannst du auch so geil so in den Shit fühlen. Und dann kommen diese Kicks immer, ne? So wie sich das aufbaut, genauso wie hier. Und es baut sich so geil auf. Alter. Got you dancing. Look at you. Look at you. Do not stop. Don't you dare stop it. Let's go. Let's do this one right now. The clock shows it's time for trouble, but I know you don't mind. We're trading pain for pleasure. You. Let's fuck up one last time. Straight overflowing, my fridge is empty. Cut close to nothing, your touch is plenty. Can we wake up the hardcore stage from here? Let's get loud all together, DEFCON. Here we go. Always wreaking havoc. Ah, okay. It's settled. Warum ich gerade so geguckt habe, war so, ey, das ist ein komischer Anfangsgesang. So, ne, du hast die ganze Zeit dieses Melodische, es zieht sich so ein geiler Faden durch, ne? Und dann kommt auf einmal so ein Gerede, sag ich mal so. Bin ich halt oft nicht der Fan von, ne? Auch wenn ich selber viel mit Hip-Hop groß geworden bin, wo ja viel so, ne, ne, was einfach Sprachgesang ist, das ist ja einfach so. Bei so melodischen Shit, da bin ich dann direkt raus, ey. This is hunger, I feel it all the time. It settles this hunger, my partner in crime. Always wreaking havoc. It settles this hunger, I feel it all the time. I cannot hear you. You. Goddamn, I love this. DEFCON. Let's go. You. Ist das geil, ey. Ich finde, du siehst natürlich, also ich spule gleich zurück, keine Sorge. Aber du siehst natürlich, dass wir noch am ersten Tag sind. Ne? Es ist so crazy, wie die Menge dazu abgeht, ne? Let's go. You. Holy shit, Mann, ey. Dass sich auch immer alles hier so krass verändern muss, ne? Das sind eigentlich nur irgendwelche Farben, wenn du so überlegst, ne? Aber es sieht halt jedes Mal geil aus, ne? Wenn es grün ist, wenn es rot ist. Aber das sieht auch schon wieder crazy gut aus. Ja, so ein Fan von diesem Rot, ne? Dieses Rot-Schwarze. Bro.
Aber dieses Blaue dazwischen, was ja gefühlt die ganze Zeit gleich ist, aber was halt so geil anders kommt. It's getting worse and worse and worse. No, it's got me on fire, but it's getting worse. For the next 4 days, there is no you and me, but there's only us and what we can do together. Let's go! That's fun if you're having a good time. Somebody scream! Was ist denn das für ein geiler Track, Alter? Nobody listen to Techno. Ist das geil. This one goes out to all the ladies. Ladies, Holy shit, ey. Gut. Gut, dass wir uns alle einig sind. Boah. Das muss doch immer wieder geil sein, dass du diesen Banger spielst und du einfach weißt, ey, den habe ich gemacht. Und du weißt, dass die Crowd jedes Mal abgehen wird. Das muss doch so ein unbeschreiblich geiles Gefühl sein. Boah. Aber es ist auch crazy jetzt gerade zu sehen, wie er von diesen, wie soll man sagen, ne, von diesem Weicheren ins Härtere jetzt geht, ne? Du hast jetzt auf einmal die härteren Kicks, ne, gerade mit DJ Isaac, jetzt mit dem Sub-Zero Project Remix, finde ich mega geil. Finde ich aber auch auf der anderen Sache cool, auf der anderen Seite cool, dass DJs sich so ein bisschen ausleben, ne? Und auch so ein bisschen sagen, ey, ich finde geil, dass ihr einen Remix davon gemacht habt. Ey, der passt besser in mein Set jetzt gerade. Oder ich finde den mega geil, ich pack den jetzt rein und so. Ich finde das so geil an dieser ganzen DJ-Geschichte, ne? Dass du nicht immer nur deine Tracks spielst, was natürlich Sinn macht und auch cool kommt, gar keine Frage. Aber so dann zu sagen, ey,
scheiß drauf, ich packe jetzt nochmal einen Remix da mit rein, von irgendjemand anderes. Ist mega geil. Die Crowd kommt gar nicht klar, ist das geil. Boah, jedes Mal Gänsehaut bei dem Song, ne? Ich muss ehrlich sagen, ne, bevor Wildside jetzt irgendwas redet und ich da gleich zwischenhau. Jedes Mal, wenn ich den Song höre, ne, und sehe, okay, es ist der erste Tag vom DEFCON, denke ich mir jedes Mal so, Bro, wenn du da stehst, musst du doch gerade, in dem Moment realisierst du, glaube ich, am meisten so, shit, ich bin wirklich auf dem DEFCON, die ganzen Leute drehen ab. Bro, das ist so ein Mindfuck, ja, gefühlt, ne? Wenn du den Song da auf einmal hörst am ersten Tag. Das ist so geil. Defcon, make some fucking noise! You guys are amazing. Wow, my boy is talking to a microphone. I love that. I love that. Keep it up. Was ist das denn jetzt? Was? Wow, my boy is talking to a microphone. I love that. I love that. Keep it up. Das ist geil. Once again, I hope you're not tired yet, because the fun has only just begun. DEFCON! Wundert mich aber gerade, dass Villain die ganze Zeit ruhig war. Eigentlich bei, ich vergesse immer den Namen, ne? Lose My Mind ist eigentlich immer, dass du Villain hörst, der da nochmal ordentlich Tempo oder noch mehr Power reinbringen will, obwohl der Song ja schon alles hat. Aber eigentlich hörst du den da immer noch irgendwie zwischenquatschen, dass es irgendwie noch ein bisschen geiler wird. Aber dieses Mal, dass es so ruhig war, das habe ich ein bisschen gewundert. Ach du Heilige. You can find the light. You can find the light when you close your eyes. When you close your eyes and surrender to the sound. Ich sag ganz ehrlich, das jetzt in Gelb, boah, das wird anders hitten. Gelb? Also so ja, Gold. Oder, weiß ich nicht, so impulsmäßig, ne? Wenn da irgendwie so diese Blitze wiederkommen würden, was wir so am Anfang hatten. Boah, das hätte mich ja mies anders gecatcht jetzt. Was nicht heißen soll, dass das nicht cool aussieht.
do whatever comes natural. You have been training for this. Come on. We see you. Ich lieb's doch jedes Mal wieder, dieses Anfang von dem Klatschen. Come on. Das ist so We see geil. you. Thank you so much for your love, your presence, your energy. We love you, Defcon 1. Wie das geil, wenn die Dinger sich drehen, ey. We see you. Canada, Mexico, Netherlands, Hey. Italy, Spain, Chile, Argentina, Portugal. Aber jetzt, wo er das sagt, ne? Also Real Talk, jetzt, wo er es sagt. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Lüge? War es bei Hedy auch? Ich weiß es nicht. Doch, bei einem Ding jetzt doch, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, doch. Aber sonst siehst du in der Blue halt keinen. Oder nicht viele Flaggen, ne? Aber hier sind ja verdammt viele. Sweden, France, You know, what happens tomorrow is determined by what we do today. To new art, new creations, to the future. Österreich, To the future. Bro, Willem, das kannst du nicht so raushauen. Gerade wie. Ach, geil, ey. Wenn so ein, was ist Willem? Belgier oder Niederländer? Also aber dieses niederländische, ne, dieser niederländischen Akzent. Wir in Deutschland würden ja sagen, holländischen Akzent. Und dann dieses Österreich außen nichts raushaut. Österreich, To the future. Crazy. and for all the countries that didn't see the flags up, we feel you in here. We feel you. Geretteter Willen. You know, what happens tomorrow is determined by what we do today. So let us take this moment to shine a light upon tomorrow, upon a new generation. Created by the legends, driven by the spirit, imagination is the key, there is no limit. This is our moment. Bro, es ist aber auch so, ne? Wenn du dir die Dinger ja nur anguckst, findest du ja es cool, dass es so hin und her schwebt, ne? Aber wenn du auf die Mitte achtest, sieht es so geil aus, dass es so, ne, dieses, ja, Schweben-Dingens nochmal ein bisschen mehr hervorhebt. By the spirit, imagination is the key, there is no limit. This is our moment, unify and shine a light to new art, new creations, to the future. Say what? Created by the legends, driven by the spirit, imagination is the key, there is no limit. This is our moment,
Inspired by the legends, driven by the spirit. Imagination is the key, there is no limit. This is our moment, unify and shine a light to new art, new creations, to the future so bright. Boah, sieht das schön aus, ey. Geile Crowd auch, ey. Oh, ich kenne den Mashup nicht, deswegen war ich jetzt gerade so, what the fuck? DEFCON 1, who's got that power? We want to hear you. Oh, Junge. Do not stop. Ich muss halt ehrlich sagen, es macht so Bock, das alleine anzuschauen, ne? Von dem, was du siehst schon, ne? Aber wenn die Crowd dann so mitmacht und so am Mittanzen ist, hilf mir her. Bin ich aber immer noch der Meinung, immer noch ein bisschen mehr zeigen können, ne? Die Crowd. So, weiß ich nicht, das ist halt so, finde ich so ein bisschen schade an dem Auftritt. Ich finde, wenn du so einen Auftritt hast, oder generell so Sets hast, ne? Du hast 1 Stunde lang Sets. Natürlich ist es geil, den DJ zu sehen. Natürlich ist es geil, die krasse Lichtershow zu sehen. Ne, ist ja gar keine Frage. Aber du musst auch ein bisschen die Crowd mitnehmen. Du musst auch sehen, wie die Crowd abdreht. Gerade bei den Dingern, ne? Du hast so viele geile Songs, wo du siehst, wo du von hinten schon siehst, wie viele Leute da tanzen, mitsingen und whatsoever. Deswegen finde ich das so ein bisschen schade. Ein bisschen ist gut, eigentlich finde ich das richtig scheiße. Do not stop. Wilder Übergang. I think I just lost my way in the sight of the morning haze. The forces they torture me, leading my mind astray. The Upside Down.
Holy shit. Damn, I'm so in love with this song. You gotta feel this. Close your eyes. Something's coming. Close your eyes. Hunger for your blood. It is almost here. Can anybody hear me? 'Cause I can't even hear myself. I'm living in the upside down. Boah, ist das ein cooler Sound, ey. Song. Can anybody hear me? 'Cause I can't even hear myself. I'm living in the upside down. Can anybody hear me? Defcon. Can anybody hear me? Can anybody hear me? 'Cause I can't even hear myself. I'm living in the upside down. Can anybody hear me? I know we are feeling this like we are feeling this. Can anybody hear me? This is what music can do for 4 days long. Come on. Boah, ey. Oh, das ist einer der geilsten neuen alten Songs, die ich gehört habe. Hilfe. Also Real Talk, Hilfe. Defcon 1, how you feeling? Aber man muss dazu ja aber auch sagen, ne, die Crowd hat da auch einen guten Teil zugetan. Auch wenn die jetzt nicht irgendwie hervorgehoben wurde oder so. Du hast sie trotzdem so ganz leicht im Hintergrund gehört. Junge. Let's get lost together in paradise. Can I see 2 hands up high? Let's do this. Sing this with us. I'm lost in paradise. I don't want to go back 'cause this feeling's so right. I'm sharing a piece of my mind. So Oh, da schießt mir die Gänsehaut wieder direkt hoch, ne? Junge, ist das... Junge, ich glaube, das wird für immer mein Favorite bleiben, ne? Weil jedes Mal, wenn ich das Ding auf dem Set höre... Boah. Boah. tonight, a trouble's left behind. Defcon. Get out of my way. I wanna keep on searching. I'm lost in paradise. Sowas kann nur Oldschool. Ich sag's so, wie es ist. Sowas kann und wird immer nur Oldschool Hardstyle können. Junge, wie du ganze Zeit so coole Songs hast und dann kommt so ein Legendenbanger wieder raus und die ganze Crowd ist da am Rumjumpen, Hände hoch, am Mitsingen. Junge, es gibt da nichts Geileres. Und da sage ich so, wie es ist. Auch wenn New Hardstyle cool ist, ne, so der neuere Hardstyle, so gar keine Frage. Ich liebe ja auch die Kicks und so. Aber an dieses Feeling, an diesem Power, finde ich, kommst du nicht dran. Scheißegal, wie hart du diese Kicks einstellst. Junge.
geil, ey. Ich weiß nicht, ob es bei mir daran geschuldet ist, ne, dass ich den Song so krass feiere und dass, wenn ich den Song bei irgendwelchen Sets gehört habe, immer gesehen habe, wie die Leute ausrasten. Aber es ist so 'n ich habe so das Gefühl, dass die Leute da auf einmal, weiß ich nicht, das sieht so crazy aus. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte, weil das so geil überwältigend ist, alleine zum Zuschauen, ne? Wenn du siehst, wie die Leute da auf einmal ausflippen, am Rumspringen sind, die Zeit ihres Lebens haben, durch gefühlt einen kleinen Song. Das ist Wahnsinn. Damn, you people are crazy. Thank you so much. Thank you. Aber wie, also das ist crazy. Das ist so, das verstehe ich halt manchmal nicht, ne? Du hast so 'n Auf und Ab in diesem ganzen Set, ne? Du hast so 'n geilen Aufbau, dann knallt's dir ordentlich 'n bisschen oder knallt dir entgegen, dann hast du so dieses Wechselnde, wo du mitsingen kannst und tanzen kannst. Dann hast du 'n Song, der dich total hochpusht und dann spielt er auf einmal Paradise, der so anfängt. Paradise sage ich schon, Sunrise. Was ich so ganz komisch finde. Aber das ist halt, finde ich, da merkst du so dieses Oldschool-Ding noch mal wieder, dass sie diese Übergänge immer so, dass die Übergänge gefühlt scheißegal sind. Du hast Übergänge, wo du einfach 'n Cut hast und dann fängst du neu an oder so wie hier, ne, dass es gar nicht so in eins übergeht, sondern einfach, du willst deine Songs spielen und fertig ist. Oh, sieht das schön aus, ey. Und dann mit diesem Sometimes you just gotta enjoy a beautiful piece of music, right? With every fiber in your body, listen. Feel this music touching your soul. Vollkommen, ey. We are born into this journey from light years beyond. Holding on to these bodies, we all want to belong. Every sunrise that blossoms, every sunset that bleeds. We travel a path within, wherever it leads. Ist das ein wunderschöner Song, ey. Hilfe! Every sunrise that blossoms, every sunset that leads. We travel a path within, wherever it leads.
wie geil das kommt, ey. Junge, diese Kicks plus dieses Klimpern. Every sunrise that blossoms, every sunset that leads. We travel a path within, wherever it leads. Das meine ich. Das ist mein Übergang, Junge, der dir alles wegschallert, weil das ist geil. Sieht das cool aus, Mann. Can you hear it? Can you feel it? Can you move like the one? Can we work it like we work it? Can you move like the one? Can you move with the one? Can you hear it? Ist das geiler Shit, ey. Can you feel it? Can you move? With the one? Das ist so gut gemacht, ne? Man muss ja wirklich sagen, ne? Lichttechnik, also, ja, die Lichteffekte, manchmal geil, manchmal scheiße. Aber wenn es dann wieder geil ist, muss man das einfach so appreciaten, ne? Man muss einfach sagen, dass es geil ist. Das ist einfach so. Und es ist ja, sag ich mal, zu 90% ist es immer geil. Auch wenn ich selber viel rumheul. 50% of Project One is touching down. Listen. Geil, ey. Oh, geil, ey. Wild motherfucking styles. Oh. Muss aber auch wirklich sagen, ne, die Lichtershow macht schon ordentlich was weg. Das habe ich jetzt gerade zum Beispiel gemerkt. Wo zum Ende hin auf einmal so ein bisschen mehr Power in der Lichtershow war. Obwohl andere Tracks ja auch gut abgegangen sind. Das ist schon verdammt wichtig, dass du eine geile Lichtershow da auch noch hast, ne? Oder dass die Lichter auch gut abgehen dazu. Dann ballert's halt irgendwie nochmal mehr, ne? Junge, Junge, Junge. You know it. In the world of hardstyle, legends will never die. Never. Legends never die when the world is calling you. Muss ich jetzt hier anfangen, League of Legends zu spielen? Was ist denn jetzt los? Them scream
the fuck? Bro, was? Was? Ich check das gerade nicht. Alleine, dass es hier unten auch steht, ne? League of Legends ist nochmal besser. Also ist auch nochmal zu realisieren oder für meine Realisation nochmal gut. Keine Ahnung. Aber Bro, Junge, wir haben Whitesides Bootleg von League of Legends und der spielt das im Set. Von Legends Never Die. Oh, what the fuck? Und die ganze Crowd geht mit. Also, das ist ja total crazy. Ich kenne den Song nur von den Words und alles um League of Legends drumherum. Und jetzt sehe ich hier ein motherfucking Whitesides auf dem DEFCON, auf der Blue Stage, spielt das. So, also, alles ist komisch. Alles ist komisch. I wanna hear you saying, Ist das crazy. in the Mecca of hardstyle, for 4 days long, this is where you belong. DEFCON 1. Ist das geil, ey. Legends never. Written down inside eternity, but you never see the price it costs. Scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and face defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to touch. Geil mit dem nicht gemacht, dass sich das so dreht, ne? Bei den Claps. Before it all starts, they suffer through harm just to touch the tree. And again. Never. In the world of DEFCON 1. Never. Never. So, womit beendest du es? Ist das crazy, Junge? Ich komme da nicht drauf klar, ey. Ehrlich nicht. Das hat mich jetzt gerade wirklich auseinandergenommen, ne? Dass das Ding kurz vorm Ende nochmal kommt. Hilfe. No way. The last one. Maybe I'm gonna live forever. Bro, er haut mir den Track nochmal zum Ende hin rein. Ist das krass. Or maybe this is just one last dream. Wake. Can you feel this? Nenn mir eine geile Brotherhood als Headhunters und Whitesides. Ich glaube, gibt's gar nicht. Das macht so Bock, ne? Egal, ob du bei Headhunters ins Set reingehst oder bei Whitesides. Du hast immer so, klar, bei Project One Songs ist das klar,
Aber so, ne, dieses ey, ich spiele jetzt noch einen Track von dem. Ob ich da drauf bin, juckt mich eigentlich relativ wenig. So, das ist so geil. Maybe I'm gonna live forever. I just want to touch you right This now. one last dream. Was ist los, Villain? Was? I wanna touch you right now? I just want to touch you right This now. one last dream. Hey! Komm her, Junge! Something is coming. Something. Wake up. Holy shit. Junge, was reißen die denn zum Ende hier nochmal ab? Bitte, hä? Alleine, dass sie hier sogar diese Blitze, was ich vorhin gesagt habe, sogar machen können. Bro, bitte. I was the world in which I walked, and what I saw or heard or felt. So unfassbar, was du mit diesem Song anstellen kannst, ne, mit der Lichttechnik. Boah, ist das geil. And now I see with eyes three, the very pulse of the machine. Open your eyes. Boah, ist das geil. Maybe I'm gonna live forever. Or maybe this is just one last dream. Defcon, let us know. Let us know. Wake up. Junge, Junge, Junge. Holy fucking moly, Defcon 1. Da Mama. muss ich halt ehrlich sagen, ne, das Ding zum Ende zu bringen, finde ich immer so ein bisschen krass, weil ich finde, das ist so ein geiler Einstiegssong, weil du halt so in dieses Trance-mäßige reingeballert wirst. Aber es hat doch schon irgendwas, dass er das jetzt am Ende gespielt hat. My man is just not just making just music. Ja, What he is doing is what we call motherfucking art. Brothers and sisters, give it up for DJ Wallstar. Rede vollkommen, ey. Bro, aber dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber, was sage ich ganz ehrlich immer wieder, Give it up for DJ we call motherfucking art. Brothers and sisters, give it up for DJ Wallstar. was ich mir immer wieder denke, Bro, dass halt die nächsten DJs schon direkt am Ende, die letzten 2 Minuten sind am Machen, dass sie direkt schon da sein müssen. Natürlich, ich check das schon, ne, damit das halt zeitlich alles passt, dass die Übergänge passen, dass da nicht so viel Zeit zwischen ist, dass das halt, ne, direkt dieser Ablauf halt vernünftig funktioniert. Aber, Bro, Junge, das ist manchmal so komisch, gerade, ne, du hast so einen White Styles, der spielt so einen Banger am Ende und du siehst einfach, wie Sub-Zero Project da schon an der Seite sich fertig macht.
beim DJ-Pult. Das finde ich so ein bisschen crazy. Ich check auch nicht, wie das DJs hinkriegen und sagen, ja gut, macht mal. Ne, das gehört halt dazu. Natürlich gehört es ja irgendwo dazu, aber Bro, ich würde da jedes Mal ausflippen. Jedes Mal sagen, Junge, komm doch einfach in 2 Minuten wieder. Dann bin ich durch, dann kannst du anfangen. Boah, das würde mich so fertig machen. Aber gut. Gut, wenn ich mich gerade ein bisschen aufrege, ne? Bleiben wir mal bei dem Negativen von diesen crazy geilen Auftritt. Ja, also es hat halt aber nur mit dem Video zu tun. Es ist halt wirklich schade, dass wir wenig Crowd sehen. Bin ich ganz ehrlich, klar, ne, es ist immer schwierig, da irgendwie das Mitte-Ding zu finden. Aber ich finde, wenn du so geile Songs hast und du hast mit Wild Styles eine Legende, die so geile Songs hat, die so geile Songs gemacht hat und auch spielt, wo du easy draufhalten kannst. Ey, du kannst dich vorne hinstellen, du kannst dich in der Mitte hinstellen, juckt nicht. Du hast überall irgendwo, wenn nicht sogar verdammt viele, die da tanzen, rumkreischen, whatsoever. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Klar macht es Borg Whitestyle so zuzuschauen. Wenn der Mann da am Machen und Tun ist, gar keine Frage. Gerade auch die Lichtershow muss auch gezeigt werden, gar keine Frage. Macht natürlich mega Bock. Aber ich finde, dieses Crowd-Ding ballert nochmal ein bisschen mehr. Ob es jetzt hier fürs Video ist, ob es für den, der das Video schaut, der oder die das Video schaut, ist es ja einfach mega geil. Und im Nachhinein ist es ja auch dieses, boah, geil. Ne, du sprichst doch die Menschen an, die sich das angucken und die denken sich dann, boah, geil. Ey, die haben da so viel Spaß. Da muss ich auch hin. So, und das vermisse ich so ein bisschen. Klar, es ist geil, so einen ganzen Auftritt zu sehen und whatsoever, aber die Crowd muss auch zugehören, weil das ist ja einfach Festival. Festival ist halt nicht nur Dingens, nur der DJ, nur die Lichtershow. Dann können wir auch wieder in die Corona-Zeit zurückgehen. Meiner Meinung nach. So, Festival ist halt Crowd und du musst die Crowd auch zeigen. So, jetzt da genug rumgeheult. Zurück zu dem Geilen. Und da muss man einfach sagen, da gab es einfach zu viel. Wir haben eine extrem geile Lichtershow. Ne, diese unterschiedlichen Farben. Es hat mega Bock, ganze Zeit zuzuschauen. Man hatte, also bei White Styles ist ja so, ne, du hast ja dieses Melodische und dieses Melodische kann irgendwann eintönig werden. Ne, dass du vielleicht jetzt gerade so, ne, so für 2 Songs einfach so ein bisschen in dieses Down gerät, so, es wird so ein bisschen langweilig, du guckst wieder auf die Uhr. Hatte ich gar nicht. Ich habe immer nur wieder geguckt, so auf die Uhrzeit, weil ich dachte, Bro, wo sind wir? Wie lange geht das noch? Ey, bitte geht das noch lange. Bitte geht das noch lange. Und das hinzukriegen ist schon mega geil. Und das ist halt durch diese geile Lichtershow aber natürlich auch verschuldet. Genauso natürlich White Styles, ey, crazy Songs ausgeballert. Aber gut, ne? Wenn man White Styles ist, kann man es machen. Natürlich, wie der Mann abgeht, zu sehen, wie er Spaß dran hat und auch so diese Interaktion oder ne, die Reaktion von der Crowd, zu sehen, wie er darauf reagiert. Mega geil. Villain hat mir gut gefallen, gerade mit seinem Österreich, wie er das rausgehauen hat. Mega geil. Also, sehr, sehr geiles Set. Hat mich mies abgeholt. Ja, Songauswahl fand ich auch mega geil. Klar habe ich zwischendrin gesagt, hey, jetzt ist ein bisschen komisch. Aber jetzt so im Nachhinein ist es, glaube ich, mega. Oder ist es auch verdammt richtig so, dass er es so gemacht hat, weil du halt wirklich dieses immer wieder neue Aufbauen hast, ne? Du hast, zack, diese schönen Melodien, ballert dir dann ballert es irgendwann, dann kommt wieder diese schöne, dann kann die Crowd mitmachen. So, du hast immer, so, du weißt nicht, was als nächstes passiert. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch so das Gute. Natürlich brauchst du ein bisschen, um wieder, oder, ne, brauchst du diese 15 Sekunden, um wieder warm zu werden mit einem Song, wenn du gerade, zum Beispiel, wo hatten wir das, wo ich das ja gesagt habe, genau, Lost in Paradise und dann in Sunrise über. Bei Sunrise, ne, du bist ja so dieses, okay, ne, wir sind gerade alle durch, oder es sind gerade alle durchgedreht und jetzt Sunrise zu spielen, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so dieses Geile und zeigt auch, wie schlau White Styles irgendwo ist,
Weil du drehst durch, du bist am Singen, du bist am Party machen. Der Song hört auf. Natürlich kannst du weitermachen, dass die Crowd es fühlt. Oder du baust dir den ganzen Bums nochmal wieder auf und holst die Crowd so nochmal mehr ab, weil das irgendwie, weiß ich nicht, das hat ja irgendwas richtig Geiles. Was ich halt erst nicht gecheckt habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mega schlau ist. Und mega geil ist. Deswegen, von den Songs her, mega geil. Geile Songs ausgesucht. Und das ist ja die Sache, wo man ja auch sagen muss, wir sind bei einem Wild Styles, wir sind bei einer Legende. Der Mann, der hat so viele Tracks, der können einfach da durchscrollen, alle 2 Sekunden klicken bei den ganzen Tracks und Hits, die der hat, und hat ein ganzes Set zusammen. Deswegen ist es immer wieder nice zu sehen, wie Wild Styles sein Set aufbaut und auch unterschiedlich aufbaut. Aber das kannst du natürlich auch nur, wenn du solche Banger und so viel und so lange schon in diesem Game bist, wie Wild Styles. Ja, jetzt aber genug von mir. War ein crazy Ritt hier. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut mir ein Hashtag. Ja, machen wir es einfach. Ein Hashtag Wild Styles. Ich glaube, dieses Drumherum, diese Kasse immer, ne, okay, ich muss mir jetzt irgendwas überleben, ist ein bisschen unnötig. Mach einfach Hashtag Wild Styles, wenn ihr das bis hierhin geschaut habt. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.